Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch mit Geschichten. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und fließender zu werden? Lass uns anfangen. Es war einmal eine Frau, die eine echte Hexe war. Sie hatte 2 Töchter. Die eine war hässlich und gemein, und die Hexe liebte sie, weil sie ihr eigenes Kind war. Die andere Tochter war schön und freundlich, aber die Hexe hasste sie, weil sie ihre Stieftochter war. Die Stieftochter hatte eine hübsche Schürze, die die hässliche Tochter sehr begehrte. Aus Eifersucht sagte die hässliche Tochter ihrer Mutter, dass sie die Schürze unbedingt haben müsse. »Sei ruhig, mein Kind«, sagte die Hexe. »Du wirst sie bekommen. Deine Stiefschwester hat es schon lange verdient zu sterben. Heute Nacht, wenn sie schläft, werde ich kommen und ihr den Kopf abtrennen. Achte nur darauf, dass du auf der anderen Seite des Bettes liegst und sie nach vorne schiebst.« Das arme Mädchen, das in einer Ecke gestanden hatte, hatte alles mitgehört. Sie hatte solche Angst, dass sie den ganzen Tag nicht nach draußen ging. Als es Zeit zum Schlafen war, legte sich die hässliche Tochter zuerst ins Bett und lag auf der anderen Seite. Aber als sie einschlief, schob die Stieftochter sie sanft nach vorne und nahm ihren Platz hinten, neben der Wand. In dieser Nacht schlich die Hexe mit einer Axt in der rechten Hand ins Zimmer. Mit ihrer linken Hand tastete sie, um zu sehen, ob jemand außen lag, dann hielt sie die Axt mit beiden Händen und hieb den Kopf ihrer eigenen Tochter ab. Nachdem die Hexe gegangen war, stand die Stieftochter auf und eilte zu ihrem geliebten Roland. Sie klopfte an seine Tür. Als er öffnete, sagte sie: »Hör zu, lieber Roland, wir müssen schnell fliehen. Meine Stiefmutter wollte mich umbringen, hat aber stattdessen ihr eigenes Kind getötet. Wenn der Morgen kommt und sie sieht, was sie getan hat, werden wir in Gefahr sein. Aber zuerst«, sagte Roland, »solltest du ihren Zauberstab nehmen, sonst können wir nicht entkommen, wenn sie uns verfolgt.« Das Mädchen holte den Zauberstab, dann nahm sie den Kopf des toten Mädchens und ließ 3 Tropfen Blut auf den Boden fallen, einen vor dem Bett, einen in der Küche und einen auf der Treppe. Danach rannten sie mit Roland davon. Am nächsten Morgen wachte die Hexe auf und rief nach ihrer Tochter, um ihr die Schürze zu geben, aber sie erhielt keine Antwort. Die Hexe schrie: »Wo bist du?« »Ich bin hier auf der Treppe und fege«, antwortete der erste Tropfen Blut. Die Hexe ging hinaus, sah aber niemanden auf der Treppe und rief erneut: »Wo bist du?« »Ich bin hier in der Küche und wärme mich«, antwortete der zweite Tropfen Blut. Die Hexe ging in die Küche, fand aber nichts. Dann rief sie wieder: »Wo bist du?« »Oh, ich bin hier im Bett und schlafe«, sagte der dritte Tropfen Blut. Die Hexe betrat das Zimmer und war schockiert, ihre eigene Tochter in einer Blutlache liegen zu sehen. Wütend rannte die Hexe zum Fenster und schaute hinaus. Sie sah ihre Stieftochter mit Roland davonlaufen. »Ihr werdet mir nicht entkommen«, rief sie. »Selbst wenn ihr weit weg seid, werde ich euch einholen.« Sie zog ihre speziellen Stiefel an, die es ihr ermöglichten, mit jedem Schritt große Entfernungen zurückzulegen, und bald hatte sie eingeholt. Als das Mädchen die Hexe kommen sah, verwandelt sie Roland mit ihrem Zauberstab in einen See und sich selbst in eine Ente, die in der Mitte schwamm. Die Hexe stand am Ufer und warf Brotkrumen ins Wasser, um die Ente zu locken, aber die Ente wollte nicht kommen. Die Hexe musste nachts nach Hause gehen, genauso wie sie gekommen war. Als sie ging, verwandelten sich das Mädchen und Roland zurück in ihre menschlichen Formen und liefen die ganze Nacht bis zum Morgengrauen. Bei Sonnenaufgang verwandelte sich das Mädchen in eine schöne Blume inmitten einer dornenbewachsenen Hecke, und Roland wurde ein Geiger. Bald kam die Hexe vorbei und sagte zu dem Geiger: »Lieber Musiker, darf ich diese schöne Blume pflücken?« »Oh ja«, antwortete er, »ich werde für dich spielen, während du es tust.«
Als sie sich in die Hecke schlich, um die Blume zu pflücken, begann er zu spielen. Egal wie sehr sie wollte, dass es aufhörte, sie musste zu der Musik tanzen, die magisch war. Je schneller er spielte, desto mehr musste sie tanzen. Die Dornen rissen an ihrer Kleidung und verletzten sie, bis sie blutete, und sie tanzte weiter, bis sie tot umfiel. Jetzt, da sie frei waren, sagte Roland, ich werde zu meinem Vater gehen, um unsere Hochzeit zu planen. Ich werde hier auf dich warten, sagte das Mädchen, und um sicherzustellen, dass mich niemand erkennt, werde ich mich in ein rotes Steinsymbol verwandeln. So ging Roland, und das Mädchen stand wie ein roter Stein auf dem Feld und wartete auf ihn. Als Roland jedoch nach Hause zurückkehrte, ließ er sich von jemand anderem ablenken und vergaß sie. Das arme Mädchen wartete lange, aber als er immer noch nicht zurückkam, fühlte sie sich traurig und verwandelte sich in eine Blume in der Hoffnung, dass jemand auf sie treten würde. Eines Tages sah ein Schäfer die hübsche Blume, pflückte sie und brachte sie nach Hause, um sie in seiner Truhe aufzubewahren. Merkwürdige Dinge begannen im Haus des Schäfers zu geschehen. Jeden Morgen, wenn er aufwachte, war die Arbeit erledigt. Der Raum war sauber, das Feuer brannte und das Wasser war geholt. Mittags, wenn er nach Hause kam, wartete ein Essen auf ihn. Er konnte nicht verstehen, wie das passierte, denn er sah nie jemanden in seinem Haus. Zufrieden, aber verwirrt ging er zu einer weisen Frau, um Rat zu suchen. Sie sagte ihm, es gibt eine Art Magie. Höre eines Morgens genau hin, um zu sehen, ob du etwas in deinem Zimmer hörst. Wenn du etwas hörst, wirf ein weißes Tuch darüber und die Magie wird enden. Der Schäfer folgte ihrem Rat. Am nächsten Morgen bei Tagesanbruch sah er die Truhe sich öffnen und die Blume herauskommen. Er rannte schnell zu ihr und warf ein weißes Tuch darüber. Sofort endete die Magie und ein wunderschönes Mädchen stand vor ihm. Sie erzählte ihm, dass sie die Blume gewesen war und sich um sein Haus gekümmert hatte. Er fragte sie, ob sie ihn heiraten wolle, aber sie sagte nein, denn sie wollte ihrem geliebten Roland treu bleiben, auch wenn er sie verlassen hatte. Sie versprach jedoch zu bleiben und dem Schäfer weiterhin zu helfen. Als der Hochzeitstag von Roland näher rückte, wurde bekannt gegeben, dass alle Mädchen eingeladen waren, um im Ehren des Paares zu singen. Als die treue Maid das hörte, wurde sie so traurig, dass sie dachte, ihr Herz würde brechen. Sie wollte nicht gehen, aber die anderen Mädchen kamen und nahmen sie mit. Als sie an der Reihe war zu singen, trat sie einen Schritt zurück, aber schließlich blieb sie die einzige, die übrig war. Sie konnte nicht mehr ablehnen. Als sie zu singen begann, erreichte ihre Stimme Rolands Ohren und er sprang auf und rief, »Ich kenne diese Stimme. Das ist meine wahre Braut. Und ich will niemand anderen. Alles, was er vergessen hatte, kehrte plötzlich in sein Herz zurück. Dann heiratete die treue Maid ihren geliebten Roland und ihre Traurigkeit endete, ersetzt durch Glück. Tolle Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und flüssiger werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen, damit du keine unserer kostenlosen deutschen Geschichten verpasst. Bis zum nächsten Video.